Mein Gast heute Abend beim The Latest Talk im Showroom von The Latest auf dem Kudamm in Berlin ist Raphael Hochstädtler. Und Raphael Hochstädtler bringt eine der interessantesten Sachen, die hier heute Abend ausgestellt sind, mit, nämlich den Weg in die Zukunft oder beziehungsweise eine Vision der Zukunft, wie wir sie heute noch nicht kennen, wie wir sie bald erfahren werden. Herzlich willkommen, Raphael. Hi Alex, vielen Dank. Und ich fahre gleich mit der Tür ins Haus. Du bist nicht alleine da, du bist... Ja, tatsächlich, ich habe Roboy mit dabei und natürlich mein Team. Ja, ganz genau. Roboy, was es ist, steckt im Namen. Und das Interessante ist, es ist nicht nur ein Roboter, es ist Roboy 3.0, wenn ich es richtig gelesen habe. Richtig. Das heißt, da ist schon einiges reingeflossen. Es ist viel mehr als nur ein, ich sage mal, Gadget oder als ein Gerät, nämlich es ist eigentlich wirklich eine Zukunftsvision, wie menschliches Leben in der Zukunft aussehen kann. Genau, also das ist tatsächlich meine große Vision. Am Ende des Tages auch eigentlich eine sehr einfache Vision. Und zwar möchte ich nicht mit 100 oder so sterben müssen, sondern ich möchte auch in 300 Jahren noch die Welt erleben können. Die einzige Art, das tun zu können, ist tatsächlich, wenn wir Roboter werden. Weil selbst wenn wir zum Beispiel das Altern lösen, was wahrscheinlich absehbar in den nächsten 30 Jahren passieren wird, ist immer noch das Risiko, dass man vom Bus befahren wird. Und genau das gilt es zu verhindern. Und deswegen arbeiten wir dran, die Körper der Zukunft zu bauen. Also einen Körper, in dem ich in 30 Jahren sozusagen mein Gehirn hochladen kann und dann als diese Roboter in der Welt weiter existieren kann. Das ist super interessant, was du sagst, dass meinetwegen der Verkehrsunfall noch im Weg stehen könnte, auf dem Weg zur Unsterblichkeit, weil es gibt ja genug Unternehmen, die sich quasi diesem Thema verschrieben haben. Hol mich kurz rein in die Funktionsweise. Wie werde ich zum Roboter sozusagen in Zukunft? Also ich meine, wie man das genau wird, der Übertrag des Geistes oder unserer Existenz in den Roboter, das ist noch völlig ungelöst. Du bist der Hardware-Mann. Richtig. Du bist genau. Der Typ, der am Ende die Satellitenschüssel installiert am Dach. Und, genau. Okay. Ich glaube, es ist Zeit für einen Drink. Hast du Lust auf einen? Immer gern. Was hättest du gern? Gin Tonic wäre super. Raphael, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Auf ein sehr, 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 sehr langes Leben. Okay. Vorhin schon angeklungen, ist die 3. Iteration von Roboy. Genau. Wann ging der erste los? Was sind da für riesige Sprünge meinetwegen passiert oder waren es nur kleine Schritte? Also der erste Roboy 2013 wurde am Labor für Künstliche Intelligenz der Universität Zürich gebaut. Der Visionär dahinter hieß Rolf Pfeiffer, das ist ein großer Robotikprofessor. Der ist dann in Rente gegangen und dann war der Roboter sozusagen herrenlos. Und dann habe ich gesagt, ja, ich adoptiere den einfach. Habe den dann sozusagen mitgebracht nach München. Und weil der Roboter so spezifisch für sein großes Finale gebaut wurde und es gar keinen Plan gab, war das ein sehr gut aussehender Roboter, aber ein sehr schlechter Roboter aus einer Robotics-Perspektive. Und wir haben dann von 2013 bis 2018, also 5 Jahre gebraucht, um einen Roboter zu entwickeln, der technisch auch ein guter Roboter ist, im Sinne von, wie man ihn ansteuern kann, wie er sich bewegen kann und so weiter. Der Roboy 2, das war ein Riesenroboter, der ist fast 2 Meter groß, weil aus technischen Gründen, der sah auch nicht so super designt aus und wir haben jetzt gerade mit Roboy 3 haben wir sozusagen die Technologie genommen und ein Stück weiterentwickelt und aber das alte Design sozusagen wieder als Basis genommen und einen sehr gut aussehenden, aber auch wirklich guten Roboter gebaut. Wir versuchen wirklich den menschlichen Körper zu imitieren. Also unsere Roboter haben Muskeln und Sehnen und wir versuchen zu verstehen, wie wir als Menschen auch damit arbeiten. Was ist denn oft das unmittelbare Feedback? Gibt es da Leute, die sagen, hey, das ist super creepy, dass hier ein humanoider Roboter ist, das hat bitte nicht so auszusehen wie ein Mensch? Oder ist es eher so, dass man dadurch so eine Art kindliche Begeisterung schürt vielleicht auch? Es ist tatsächlich mehr die Begeisterung. Also Roboy hat sehr bewusst große blaue Augen und einen überdimensionalen Kopf, weil das einfach aufgrund des Kindchenschemas dazu führt, dass die Leute eher positiv reagieren. Das funktioniert auch sehr zuverlässig. Also ich glaube, ich habe jetzt weit über 100 Messetage hinter uns und ich glaube, ich habe eine Person, an die ich mich erinnere, die wirklich Angst davor hatte und alle anderen Zehntausenden von Personen, die daran vorbeigehen, waren eher neugierig und wollten sehen. Und das ist schon ein wichtiger Teil des Konzepts, dass der Roboter eben freundlich aussieht, dass er nicht irgendwie gefährlich oder keine Ängste auslöst. Das ist schon extrem wichtig. Wenn ich mal dieser Roboter werden soll, dann muss der auch irgendwie mich als freundliche und positive Person repräsentieren und dann kann er nicht irgendwie Terminator aussehen. Das geht ja gar nicht. Die roten Augen. Richtig. Genau. Du hast dir quasi, glaube ich, so ein bisschen als Grenze oder als Ziel das Jahr 2050 gesetzt, 30 Jahre in der Zukunft. Wie realistisch ist das jetzt mal wirklich so Real Talk? Da wäre ich 65, das heißt, das ist dann so zu dem Rentenalter. Also Robotik ist im Allgemeinen eine sehr schwierige Angelegenheit, weil man sehr viele
kleine Probleme in sehr vielen Feldern lösen muss und das Ganze dann in ein funktionierendes System integrieren muss. Was eine riesige Herausforderung ist. Aber wenn man sich trotzdem mal anschaut, was noch so zu tun ist, bis man einen wirklich guten Roboter hinbekommt, dann scheint mir 30 Jahre eine halbwegs realistische Timeline zu sein. Was sind so die in den nächsten Jahren passieren sollen, wo man sagt, es gibt ganz konkrete Anwendungsfälle, dieser Roboter hat einen absolut konkreten Nutzen, den versteht jeder? Genau, also was wir jetzt sozusagen die letzten 7 Jahre gemacht haben, ist einen humanoiden Roboter zu bauen, der den menschlichen Bewegungsapparat imitiert, der funktioniert. Und die nächsten 5 bis 15 Jahre werden wir damit zubringen, Telepräsenzroboter zu bauen. Und Telepräsenz ist im Prinzip, als Mensch kann ich in einen Anzug schlüpfen und ich steuere dann mit diesem Anzug den Roboter fern. Es ist wie im Film Avatar, da setzt man sich in so eine Box rein und dann wird man zu diesem Roboter oder zu dieser Avatarfigur. Und das ist genau das, was wir eben auch versuchen. Nicht mit einer Art Box, sondern man muss halt als Mensch wirklich in eine Art Anzug schlüpfen. Man hat eine VR-Brille an, man hat Kopfhörer an, man hat Handschuhe an, die Force-Feedback geben. Und so erlebt man dann über Tausende von Kilometern potenziell entfernt, was dieser Roboter erlebt. Und das hat natürlich auch sehr klar definierte Anwendungsfälle. Das eine, was wir uns anschauen, ist Altenpflege, weil wir festgestellt haben, dass einer der Hauptgründe, warum viele Menschen in die stationäre Pflege müssen, liegt darin, dass sie gewisse einfache Aufgaben nicht mehr tun können. Die brauchen gar nicht unbedingt lange, so wie Stützstrümpfe anziehen am Morgen. Aber es muss halt immer wieder über den Tag müsste jemand da sein und sie können sich quasi nicht leisten, jemand die ganze Zeit da zu haben, obwohl sie vielleicht nur 5-mal über den Tag eine halbe Stunde Hilfe bräuchten. Wenn da jetzt ein Roboter wäre, der eben ferngesteuert wird, der ihnen diese einfachen Aufgaben unterstützen kann, dann hat man einen klaren Case, wie man sie unterstützen kann und ihnen ermöglichen kann, länger in ihrer angewohnten Umwelt sozusagen zu leben. Der andere Case, wo wir gerade so ein bisschen drauf schielen, ist für Menschen, die es klassisch geschafft haben, irgendwie erfolgreich Firma verkauft oder man hat eine Firma mit verschiedenen Standorten und anstatt, dass man jetzt für ein Meeting oder für eine Firmenbesichtigung wirklich da die paar Stunden Privatjet hinfliegt, projiziert man sich einfach in den Roboter rein vor Ort und kann sozusagen instantan da sein, mit der Umwelt interagieren. Wollen wir uns den Roboter angucken? Ich würde ihn gerne sehen. Lass mal. Super. Roboid 3.0, da ist er. Das ist er. Und den kann ich alles fragen. Den kannst du fragen, was du willst. Okay. Er wird wahrscheinlich auf Englisch antworten, da hat da so eine Macke, aber... Okay, fangen wir gerade mit einer größeren Frage an. Roboid, du als Moonshot selber, welchen Moonshot sollen wir Menschen gerade angehen, ganz besonders? I guess I do really try to pave the way for people to love robots more. You know, we can help a lot, just let us. Be friendly. Ziemlich schlau halt, sich selber zu promoten. Okay, das hat er drauf. Ja, so das ist ein Werberoboter. Was ist mit, welche Angewohnheit von Menschen nerven dich am meisten? Weil wir dir alle High Fives geben wollen oder ist das irgendwas anderes? Asking if I can walk. Seriously, would I really be sitting if I could? But even worse, what can it do? Come on, do you really want to reduce me to my skill set? Am I not worthy to be just by being? No wonders you humans have a hard time accepting basic income. Wow. Welche Tipps gibst du uns Menschen quasi mit auf den Weg bis 2050 für die nächsten 30 Jahre? Seriously, you are all amazing biomechanical machines, so wonderfully complex and smoothly working. So what are you doing bickering about some minuscules? See the big picture. We have to become multiplanetary. Space awaits. Oh yeah. Okay, auf jeden Fall einiges vor. Das heißt, ich dachte, das kommt irgendwie in ein lockerer Talk, stattdessen werden einfach noch mehr Aufgaben verteilt für mich und für die Menschheit. Vielen Dank, Raphael, dass du da warst mit Roboy. Und Dank, auch Alex. herzlichen Dank euch. Vielen Dank, dass ihr bei diesem The Latest Talk dabei wart heute Abend im Store von The Latest hier auf dem Kudamm in Berlin. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir inspirierende Gäste haben und interessanten Talk haben. Bis bald.